weiter geht's. Ja. Erstmal vermöbeln und kontern und wir haben jetzt auch nicht mehr diese Feuerviecher, das macht es mir auch gerade ein bisschen einfacher. Und dann kümmere ich mich dann immer am besten zum Schluss. Ich kann ja die Schildträger auch kontern, das sieht man ja hier wunderbar. Und dann kümmere ich mich einfach zum Schluss um den Schildträger, auch wenn der versucht öfters anzustürmen. Aber für mich ist das quasi gerade die einfachere Alternative. Oder ich entschilde den mal ganz kurz. Kann ich den mal kurz niederflashen. Mit den noch, den kurz kontern, einmal Schild wegziehen und aufgelascht. Läuft doch. Läuft doch. Auf jeden Fall besser als in der letzten Folge. Schon wieder eine Tür, die sich automatisch öffnet. Und ich vertraue ihnen noch nicht. Ach, okay, ich weiß, wo ihr sind. Da ist er wieder. Der Kern des Sky Rippers. Und wir nehmen ihn wieder mit uns. As he approached the core, the stone became hysterical. He had a sudden vision of plunging his gauntlet into the core and dying in anguish. That wasn't his vision, was it? The stone had sent him its darkest fears, hadn't it? He had a sudden impulse to do exactly that. He raised his right fist and plunged it into the core. There was a rush of light. He thought he could hear the stone screaming. And then he passed out. When Ronaldo came to, the core was gone. But the Iblis stone was no longer black, but glowing with a blue light. And it was silent. "I can't hear you," he sang out. And, "You?" It didn't answer. "Ha," he said. He had defeated the demonic gem with the power of his mind. Oh, he felt invincible. It was time to attack the Imperial outpost on the Nexus. Take the battle to the enemy. But among the huge crystals, there was also an observatory. A wise man would probably ask the scientists exactly what he had first. How wise was he? Okay, das letzte Mal haben wir diesen Außenposten angegriffen. Das ist ja nicht so gut ausgegangen, weil der Pino ist direkt danach entführt worden. Wir haben diesen Weg als letztes gewählt und wir haben den Ibelstein jetzt quasi bekämpft mit der Kraft unseres Verstandes. Und da es Leute gibt, die noch mehr Verstand besitzen als unser guter Renado, Entschuldigung, begeben wir uns jetzt mal zu den Wissenschaftlern und vielleicht können die uns ein bisschen mehr Auskunft geben. Nee. As the Farfarer made its way toward the Nexus, Renado could see tiny sparks in the blackness that was the Iblis stone, as if somewhere within it, the core was still spitting out energy, which the Iblis stone sucked in hungrily. You'd think the stone would want this kind of power, wouldn't it? Thought Renado. Well, the scientists would explain it all. Ladebildschirmüberbrückung mit dämlicher Musik und ein Schluck von meinem Getränk. See? He'd trusted his gut, and it had worked out. That's what it meant to be a hero. To ignore the naysayers and the oddmakers, and do what you knew was right, and have it turn out to be the right thing. Well, he wasn't worried. Once he got to the observatory, the scientist toads could explain it. Then he could carry the war into the enemy's camp and destroy them all. Oh dear, he was getting a little bloodthirsty, wasn't he? Ja, das sag mir mal, Spiel. Denk nicht so viel nach. Frage die Wissenschaftler nach Antworten.
Ja, das machen wir. Dann denken wir halt nicht viel nach und wir lassen die Wissenschaftler mal arbeiten. Explodierst du, wenn ich dich schlage? Das sah irgendwie gerade so ein bisschen aus wie ein Explosivfach. Pass. Wir haben jetzt 35 von den Erzen. Wir brauchen 50. Na, ich will auch, glaube ich will als nächstes, glaube ich, ein neues Schwert bauen. Aber... Hui! Lustig. Einfach nur, um zu sehen, ob, ja, neue Türen öffnen und was die dann so können. Ich kümmere mich gleich, nur mal kurz gekontert und dann kriegst du hier das in die Fresse und dann kriegst du Schwert in die Fresse. So, weiter geht's mit dem Fahrstuhl. Was mache ich denn für einen Scheiß? Öffnen. 3, hilft uns auch nicht so weiter. Brauchen wir nur 12 Stück? Mensch. Ich will mehr. Und einmal hier rüber. Da brauchen wir wieder das Windessenschwert, will ich die, glaube ich, haben. Einfach nur, weil ich auf so düster lila Sachen stehe. So. Ja, das hat sowas von Nekromantie-Magie, ich weiß nicht. Ich stehe halt auch auf die Farbe lila. Well, they really needed to redecorate anyway. Es ist halt eine tierisch-männliche Farbe, wie wir schon in Saints Row erfahren haben. Für alle, die Saints Row nicht kennen, ein sehr, sehr cooles Open-World-Spiel im Stil von GTA, nur viel abgedrehter. Mit Superkräften, lustigen Jokes und allem drum und dran. Weg, ich will deinen Feuerball nicht abkriegen, aber trotzdem muss ich noch was dran. Hey! Okay. Das war, glaube ich, dieses Slow-Mo. Zack. Was will eigentlich... Ach, scheiße. Ach, scheiße. Jetzt werde ich wieder unachtsam. Ich wollte eigentlich das Feuerviech, weil das nervt mich gerade tierisch. Erstmal ausschalten, genau. Where he could find a snack. He was feeling a bit peckish. Ja. Das mag sein. Ich habe auch noch nichts gegessen jetzt nach der Arbeit. Ich habe gerade... wir haben hier 22 Uhr, ich komme gerade von der Spätschicht und habe gedacht, ich nehme erstmal eine Runde für euch auf, weil ich einfach in Verzug Bernardo had never felt better in his life. Normally, a battle would wear him down and he would need a night's sleep. Now he felt like he could go all night and all day. He felt like people were cheering him on and he could practically hear their applause as he slew one raven after another. Und außerdem hatte ich halt einfach Lust, dieses Spiel weiterzuspielen. Mit euch. Ihr jungen Männer und wahrscheinlich auch Frauen. So. Ja, wie ist das eigentlich mit Gaming? Gaming, ein guter Freund von mir hat ja gesagt, es ist ja mehr in der Gesellschaft heutzutage anerkannt, als ich angefangen habe mit Computerspielen. Da war das ja so, war man ja der absolute Nerd, aber heute zockt ja fast jeder. Ich glaube, es hat einen ganz anderen Status. Ich glaube, es nimmt auch einen ganz anderen Status von Kunst an sich. Also ich weiß, Filme hatten dann auch ihre Zeit, bis sie erstmal als Kunst angesehen wurden. Dann, ja, aber heutzutage ist es halt einfach so, es werden halt schon sehr, sehr geile Kunstwerke in Form von Spielen erschaffen, so wie dieses Stück, finde ich auch. Ist halt wieder meine eigene Meinung, aber
ist halt so. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, dadurch ja, findet es halt viel mehr Anerkennung in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl heutzutage. Hier kommen wir nicht rüber. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Scheiße. War hier drüben was? Hier war nur die Kiste, ne? Ja. Ja, viel mehr Anerkennung in der Gesellschaft, wobei ich finde, es gibt ja noch Spiele, die FSK zensiert werden oder okay. Kommen wir hier nicht her? Oder wir kommen aus der anderen Richtung. Die zensiert werden und normalerweise darf Kunst nicht zensiert werden. Es gab eine tierische Debatte bei den ersten Call of Duties, was vielleicht auch einige heutzutage nicht mehr wissen, die spielten ja im Zweiten Weltkrieg. Und da durften zum Beispiel in den deutschen Versionen keine Hakenkreuze gezeigt werden. Was ich nicht verstehen kann, weil... fleet was closing in on the rebels, forcing them to come out and fight. Ich erzähl gleich weiter. Bernardo was itching to bring the fight to the enemy. He had to remind himself not to be too reckless. Weil es halt einfach so, ich finde jetzt die Zeichen nicht cool und ich bin alles andere als ein Nazi oder so, aber ich finde einfach, die gehören zu einem Spiel dazu. Und hey, was soll das denn? Ne? Verfassungswidrige Symbole, natürlich. Einer, ja, da gucken wir doch mal nach, einer Form von Kunst. Und sollten dann eigentlich auch in die Spiele implementiert werden können. Genau so sieht's aus. Ja, wir hatten auch neulich das Gespräch, ich und ein paar Freunde, dass sich ja, dass sich ja zum Beispiel auch einige Sachen geändert haben, was was zum Beispiel Gewaltdarstellung in Spielen angeht. Heutzutage geht ja, haben wir auf jeden Fall das Gefühl, easy to dodge, but boy did they sting if you didn't pay attention. Dass ja die Zensur quasi. Boy, some people just like to explode if you upset them. Okay. Die explodieren, wenn ich sie ärgere. Nimm dich vor explodierenden Rahmen in Acht. Werden sie getroffen oder geworfen, dann explodieren sie nach wenigen Sekunden. Nutze sie zu deinem Vorteil. Ich könnte dir theoretisch auf andere Gegner draufwerfen. Versuch ich das. Okay, ich habe ihn schon getroffen, anscheinend. Weiterhin schlimm. Jetzt habe ich aber auch wieder den Faden verloren, wo wir eben waren. Sachen, die halt dazugehören. Ah, genau. Die FSK einfach viel damit geworden ist, was die Darstellung hat sich in Spielen angeht. Damals war es ja raus, was ja damals soll ja bald das neue rauskommen. Das war cool. Das kann ich nochmal retten. Damals wurde ja das Doom mit, keine Ahnung, da waren Grafiken, Texturen, völlig absurde Blutspritzer, natürlich, man konnte Gliedmaßen abschießen, aber es ist ja damals auf einen Index gekommen, weil es halt einfach fotorealistisch war. Wenn man sich sieht, wie heute manche Spiele aussehen und was man in so einem Call of Duty oder einem Battlefield an Munition in Gegner reinhaut, und das ist alles virtuell, Leute. Man muss sich das mal vorstellen. Ich glaube nicht jemand, dass alle Leute, die auch Computer spielen, den Verstand haben, das zu raffen, dass sie da in einer virtuellen Realität sind und nicht im echten Leben. Und sie nicht deswegen, das ist nämlich auch so eine Sache, dass sie, ja, was passiert, wenn sie jemand stiehlt? Dass jemand, weil er einen Shooter spielt oder irgendwas spielt, keine Ahnung, wurde gesagt, ey, der Typ, der da irgendwo, ich habe vergessen wo, in die Schule gegangen ist und Amok gelaufen ist, der hat Counter-Strike gespielt. Ey, ich kenne einige Counter-Strike-Spieler, das sind die nettesten Menschen der Welt.
das macht kein größeres Gewaltpotenzial. Das Gewaltpotenzial steckte schon in ihm drinne. Vielleicht hat es ihm, ja, so die Hemmschwelle an, einer Waffe zu nutzen genommen. Das mag sein, aber ich glaube beim besten Willen, dass es nicht da dran lag. Und diese Tür öffnet sich, indem ich nichts drücke. Genug der Fachsimpelei. The toads at the observatory measured the stone with their occult devices. I fed it the core of Sky River, explained Renato. No more feed me blood and souls. But the core is not an unlimited energy source, said one toad. Another said, there's a feedback loop, you see, which could overload the stone. The stone doesn't actually feed on souls, claimed a third, but on pain of killing another sentient being. If you can truly be at peace with yourself, it would not overload. This was all very confusing. At peace? Yes, the mountains were peaceful and quiet, but he now had the power to turn the tides. He should report to the Rebellion Council and prepare for the decisive battle. Ganz kurz nochmal, ich schweife bei solchen Themen immer, neige dazu auszuschweifen. Tut mir leid, aber ich finde, hier diese YouTube-Videos, das ist halt auch einfach mal ein Medium, um sowas loszuwerden und einfach mal seine Meinung mit anderen Leuten zu teilen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr irgendwann mal, wenn vielleicht ein paar mehr Leute diese Videos gucken, einfach euren Senf dazu abgebt. Ich werde versuchen, es zu lesen und vielleicht auch zu kommentieren oder vielleicht in einem anderen Video was dazu zu sagen. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Okay. Aber jetzt, das hatten wir beim letzten Mal gewählt. Friede. Aber die Möglichkeit, dass der Kern überladen werden könnte, war nicht gerade beunruhigend. Vielleicht konnte Renato versuchen, im Nu einen inneren Frieden zu finden und dann rechtzeitig die Rebellion zu retten. Er muss sich in die Berge aufmachen. Diese Lösung ist einfach so abstrakt. Ich finde sie geil. Komm, Leute, das hatten wir auch schon. Obwohl, das hatten wir nicht, weil, glaube ich, da Renato retten gegangen sind. Dauerte Zeit, Frieden zu finden. Und die Rebellion war gefährdet. Renato. Ach Gott, Leute. Renato couldn't make sense of anything the toads said, and listening to them argue made him restless. The Iblis stone had made him a power in his own right. The core had kicked the Iblis stone out of his head by filling it with more power than it could eat. It was time to meet the leadership of the rebellion. It was time to go to the ruins where they had hidden their secret base. Wir versuchen die Rebellion zu retten. Leute, wir schaffen das zusammen. He was ready for anything the Ravens could throw at him. His sword felt ready too. It seemed to know what he wanted most. Okay, anscheinend hatten wir das doch noch nicht so gewählt. Sammle die Rebellen. Okay. Smashing things was fun. Wir haben das Heldenschwert. Öffnen. Ich will nur mal ganz kurz hier umschauen. Ah ja. Skillen können wir nämlich auch. Das ist ganz cool. Ja. Mehr Leben. Ja. Every day he was getting better and better. Okay. So, was gibt's hier oben? Das ist so ein Teleporter, aber ich will gleich nur das hier kaputt machen. Hallo? Geh doch mal kaputt. Und du auch, und du auch. So. Ich
möchte allerdings erstmal durch die Tür gehen, die wir dort geöffnet haben. Und diese wundervolle Truhe.